Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. In den letzten Monaten haben sich einige Fragen angesammelt, kreuz und quer, und die werde ich dir heute vorlesen. Du schaust halt einfach, wie du die Dinge beantworten kannst. Okay. Also, wir fangen an mit dem Bereich Lichtkörpersymptome, da sind auch einige Fragen. Und die erste Frage ist, die letzten 3 Tage hatte ich immer sowas wie ultraleichter Schwindel, auch wenn ich mich nicht bewegte. Könnte dies auch ein Lichtkörpersymptom sein? Ja, also mal vorher wieder alles vom Arzt abklären lassen. Weißt ja, oder ihr wisst, wie wichtig das ist, Ja, sehr wichtig. dass ich das auch gesagt habe. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da alles abgeklärt ist, Schwindel ist eins der häufigsten Lichtkörpersymptome. Also so Müdigkeit, Mattsein, Schwindel, Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, auch Gelenkschmerzen, das sind so die häufigsten Lichtkörpersymptome. Und das kann sein, dass sich gerade wenn man sich nicht bewegt und den Schwindel hat, dass Energien sich gerade verteilen. Kenne ich zum Beispiel auch, ne, dass von hinten so ein Schwindelgefühl im Nacken aufsteigt. Ja. Genau. Ist eigentlich was Gutes, aber es ist halt immer schwierig, das auch so rüberzubringen, gell? Weil ein Lichtkörpersymptom ist ja erstmal unangenehm, weil man es einfach im Körper spürt und man kann es nicht wirklich zuordnen. Anders wäre es, glaube ich, man könnte es immer zuordnen. Dann würde die Angst auch wegfallen. Also was ist das jetzt, wenn mir plötzlich schwindelig wird? Und wie gesagt, das ist eigentlich was Gutes. Weil wenn sich die Energien gut verteilen in den Aspekten, dann hat das natürlich für den Körper auch positive Konsequenzen. Gut. Können unsere Haustiere auch Lichtkörpersymptome haben? Ja, auf jeden Fall. Gehören Gewichtsprobleme auch dazu? Das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil da müsste man weiter in diese Anatomie des Körpers eintauchen, um zu verstehen, wie Energie und Anatomie des Körpers so zusammenwirkt. Also im weitesten Sinne glaube ich schon, dass das was auch mit Lichtkörpersymptomen zu tun haben kann. Aber es ist jetzt nicht so üblich. Es ist kein übliches Lichtkörpersymptom. Also manchmal sind auch andere Ursachen dahinter, ne? Also ich kann mal eine Geschichte erzählen. Weiß ich nicht, ob du warst dabei, Ja. oder? Ja. Wir waren bei einem Seminar in der Schweiz und eine Trainerin oder Schülerin oder wie auch immer, wir waren beim Essen und sie hat gesagt, dass sie so große Gewichtsprobleme hat, dass sie so zunimmt und sie glaubt, dass das von den Energien kommt. Und was als nächstes kam, war ein riesengroßer Eisbecher. Weißt du es, ne? Ja, natürlich. Ja. Das war sehr lustig, ja. Ja. Also wenn ich Gewichtsprobleme habe, ich weiß immer, woher es kommt, weil ich auch so gerne Eis esse. Genau. Okay. Ich frage mich manchmal, ob auch bei schon vorhandenen Schmerzen diese durch Veränderungen im Lichtkörper verstärkt werden können. Hätte ich eigentlich dieselbe Frage, weil ich kenne das auch, wenn jetzt zum Beispiel ein starkes Seminar ist, dass sich gerade die Stellen zeigen, wo ich schon so leichte Schwächen habe, dass die besonders spürbar werden. Aber dann liegt es eher daran, Benny, dass das, was du als Schmerz in deinem Körper empfindest, auch ein Lichtkörpersymptom ist. Also schon bereits vorher war. Schon bereits vorher war und dann, wenn ein Lichtkörpersymptom in Transformation geht, und das passiert ja ganz oft bei Seminaren, dann schmerzt es erstmal mehr. Und dann kommt auch immer dazu, wie fest ist ein Lichtkörpersymptom, also wie hat sich das manifestiert im Körper. Also wir haben mal einen Podcast gemacht über Heilung und Krankheit, also ein Symptom im Körper ist ja immer irgendwie auch was Energetisches. Und da, glaube ich, muss man auch unterscheiden, was ist ein tatsächlich körperliches Symptom, was sich manifestiert hat, und was ist ein Lichtkörpersymptom, was sich manifestiert hat. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der vom körperlichen Aspekt, also oder energetischen Aspekt, ich muss anders sagen, jemand bist, der sehr viel kollektive Energien aufnimmt, dann wird sich das irgendwann als Lichtkörpersymptom festigen in deinem Schulterbereich. Ich wollte dich schon fragen, woher meine Schulterschmerzen kommen, Biene.
das heißt aber nicht, dass man dann zum Beispiel das nicht auch lösen könnte. Also könnte ich mir vorstellen, dass das die nächste Frage ist, wie löst man das? Gell? Also was trotzdem gut tut, auch wenn es nicht dann gleich in die Transformation geht, ist schöne Massagen, es sich gut gehen lassen. Aber man darf halt den energetischen Aspekt nicht vergessen. Ist ja interessant, dass du gerade dieses Thema rausgesucht hast, weil meine Schulter in den letzten Tagen schon spürbarer war und ich mir gestern ein Video angeschaut habe, was man da tun kann und eine schöne Übung gemacht und heute ist schon viel, viel besser. Ja, siehst du? Also kann man über den Körper im Prinzip auch das Energetische dann wieder, also auch rückwärts sozusagen wieder in Fluss bringen? Schwierig. Also wenn du dieser Typ bist, energetisch, dass du sehr gerne und viel kollektive Energien aufnimmst, dann wirst du dieses Problem immer wieder kriegen. Und deshalb ist die Ursache zu bekämpfen eigentlich die, dass du dich mehr abgrenzt. Okay, sehr gut. Liebe Sabine, wie ist das mit Depressionen? Also da möchte ich jetzt nochmal vorher sagen, wirklich wichtig, keine Medikamente absetzen, Arzt, Heilpraktiker, also wirklich alles abklären lassen. Wenn das alles, also dass ich da nicht in der Verantwortung stehe, kann ich nur sagen, dass Depressionen hauptsächlich bei Menschen vorkommt, die aus der Sternensaat sind. Die spüren oftmals eine ganz tiefe Traurigkeit und da ist es genauso, wie du das jetzt mit den Schultern beschrieben hast, wenn du offen bist, energetisch für etwas, was zum Beispiel für eine tiefe Traurigkeit oder Sehnsucht, also das wird sehr oft mit Sehnsucht verwechselt, dann kann sich daraus eine Depression entwickeln. Okay. Woher weiß ich, dass meine Schmerzen nicht von der Arbeit kommen oder mit meinen Wechseljahren? Ja, das ist schwierig, gell? Weil der Körper ja immer ein Ausdruck dessen ist, was energetisch in dir vorgeht. Also da müsste man ja wieder zurückgehen und wirklich nochmal erklären, wo entsteht denn überhaupt ein Problem. Und wenn man das mal erkannt hat, dann weiß man, dass das Problem, egal was sich im Körper zeigt, wird immer eine energetische Ursache haben. Und ob das jetzt an der Arbeitsstelle liegt oder mit den Wechseljahren, letztendlich ist es immer irgendwie etwas Energetisches. Und die Schwierigkeit, also finde ich jetzt, ist eigentlich für die Menschen, dass genau wie die Frau das schreibt oder fragt, wie erkennt man denn das? Dazu, glaube ich, ist einfach wichtig, dass man diese Grundenergie kennt, die Ursache, wie überhaupt ein körperliches Symptom entsteht. Bei den Wechseljahren ist es ja nochmal ein bisschen, natürlich kommen da einige Sachen zusammen, aber die Frage ist ja schon, warum manche Frauen so extreme Schwierigkeiten haben mit den Wechseljahren und andere wieder überhaupt nicht. Also ich weiß, ich habe meine Mama mal gefragt, wie es bei ihr war. Sie hat gesagt, sie hat es gar nicht wirklich wahrgenommen. Letztendlich hat jedes körperliche Symptom etwas mit Energie zu tun. Mit dem Fluss der Energie auch. Ja, ne? und es ist halt so schwierig, weil der Körper für uns etwas ist, der sehr ausdrucksstark ist. In dem, was er uns zeigt, weil Schmerzen einfach etwas ist, was lästig ist, was nicht schön ist, was wir alle nicht wollen und Krankheit noch schlimmer. Und sehr spürbar, ja. Aber wenn man diese Ursache nicht bekämpft oder wenn man nicht versteht oder offen ist für das, dass man weiß, woher sowas kommt oder wie sowas eigentlich entsteht, dann kannst du 100 Tabletten nehmen und du wirst die Ursache nicht beheben können. Du kannst vielleicht kurzfristig das Symptom beheben. Also je ausgeglichener der Energiekörper, desto leichter in diesem Sinne auch zum Beispiel die Wechseljahre. Ich weiß nicht, Benny, also das ist jetzt natürlich eine Frage, die sehr schwer, finde ich, zu beantworten ist mit Wechseljahren, weil das ist auch etwas sehr Intimes, etwas sehr Persönliches, das erlebt jede Frau anders. Aber was ich schon glaube, ist, dass Frauen in einem gewissen Alter vielleicht auch als Frau nicht mehr so gesehen werden. Oder ist ja auch ein biologischer Prozess, der emotional etwas mit dir macht, wenn du weißt, du kannst keine Kinder mehr kriegen. Oder wie gehst du selber damit um, dass eben in deinem Körper ein Wechsel stattfindet?
Und du siehst es ja, egal wo man hinschaut, auf Instagram oder Facebook, alles muss jung sein, alles muss schön sein, alles muss faltenfrei sein, alles muss schlank sein. Und dass eine Frau mit weiß ich nicht, wann die Wechseljahre so anfangen, mit 50, auch etwas sehr Emotionales ist und dadurch natürlich auch die Energien anders fließen oder weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich da sage. Aber ich glaube, die Frauen verstehen schon, was ich meine. Dann das nächste Grundthema ist Channeling. In der Dualität ist man ja vielen gegenüber ausgesetzt. Ist es hilfreich, auf meine Stimmung zu achten, wenn ich channeln möchte? Eigentlich nicht. Weil in dem Augenblick, wo du ins vereinigte Chakra gehst, wird sich deine Stimmung ja sowieso verändern. Da geht es nicht mehr um Stimmung, sondern da geht es um Verbindung und Absicht. Und da kann ich nur sagen, mit 100%iger Sicherheit, ich habe schon gechannelt in Stimmungen, die auch für mich nicht gut waren. Ich hatte zum Beispiel mal sehr Zahnschmerzen an einem Abend oder mein Vater war sehr krank. Aber in dem Augenblick, wo ich ins vereinigte Chakra gehe, ist das weg. Genau, also wenn man den Übergang schafft dorthin, dann ist das überhaupt gar keine Frage mehr. Genau. Gibt es auch falsche Engel, die sich für die Richtigen ausgeben? Nein. Frage zu den Verstorbenen. Oft bin ich im Gedanken bei meinen Eltern oder Großeltern oder Tanten und Onkel. Ich respektiere sie sehr und führe oft ein Zwiegespräch mit ihnen. Störe ich dadurch ihre wohlgegönnte Ruhe auch? Überhaupt nicht. Und ich habe die Frage auch gelesen und habe mir beim Lesen gedacht, was für ein liebenswerter Mensch ist das doch. Ich finde es total schön. Das ist, ich bin ja auch systemische Therapeutin, also habe diese Ausbildung gemacht und die Ahnen zu ehren ist etwas sehr Schönes und jemand zu lieben. Und also meine Schwester ist ja auch verstorben. Ich denke fast jeden Tag an meine Schwester. Das ist nicht das, was ich gemeint habe, wo damals die Frage war, warum darf man keine Verstorbenen channeln. Das ist etwas wirklich anderes und man ruft die ja dann direkt an beim Channeln. Und so wie es diese Frau sagt, im Gegenteil, es ist etwas sehr, sehr Schönes und sehr herzerwärmend auch. Mhm. Dann habe ich jetzt noch 2 Atlantis-Fragen. Es fühlt sich sehr authentisch an. Deshalb empfinde ich vertrauensvoll auf das Gesagte. Serapis Bey zog ja am Ende der Epoche mit vielen Gleichgesinnten nach Ägypten. Mögt ihr hierüber ergänzen? Weißt du was davon, dass Serapis Bey nach Ägypten gezogen ist? Weißt du was anderes? Ich weiß, wer nach Ägypten gezogen ist. Ich weiß schon. Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, ob dieser Name Serapis Bey, also kommt in meinem Verständnis nicht vor. Aber ich glaube, da ist der Name jetzt auch nicht so wichtig. Also da geht es um etwas anderes, um diesen Einzug nach Ägypten. Das war sehr wichtig. Und wenn dieser Mensch, der die Frage gestellt hat, sich mit dem Namen Serapis Bey wohlfühlt oder das damit in Verbindung bringt, dann ist das auch okay. Mhm. Genau, also du weißt ja von Todd, ne? Ja. Genau. Ja, natürlich. Also wenn Serapis Bey für sie Todd ist, ja. oder Todd, ja. Ne, dann. Aber letztendlich geht es ja um was anderes. Genau, für sie es geht persönlich. um was anderes und ich denke aber, wenn jemand so eine Frage stellt, hat er auch das Wissen und die Offenheit zu verstehen, was ich antworte, dass es letztendlich um etwas viel Wichtigeres geht, als wie die Frage, wer war in dieser Gruppe dabei. Aber der Einzug nach Ägypten war sehr wichtig. Ja. Wie ging die letzte atlantische Epoche zu Ende? Warum wird gemeinhin vom Untergang von Atlantis gesprochen? Weil es sich schlicht um einen Irrtum handelt, bei der Annahme, Atlantis sei eine Insel oder ein Kontinent gewesen? Oder verbirgt sich hinter dem sogenannten Untergang doch etwas? Also ich glaube, dass das einfach ein Wort ist und wie wir das so oft im Podcast einfach beschreiben oder ich beschreibe, dass es ganz schwierig ist, weil es ist immer nur ein Wort, was sich einprägt und vielleicht bei uns im Verstand oder im Gefühl haften bleibt. Und letztendlich ist es aber nur ein Wort. Also zu erklären, was Atlantis tatsächlich
umfasst, ist so viel mehr. Also Atlantis ist eine Zeitepoche. Atlantis ist auch nicht untergegangen. Es gibt aber schon auch diese Kristallbibliotheken, die da entstanden sind. Da ging es ganz viel in Atlantis, ging es ganz viel um den Schutz der Bibliotheken. Die könnten auch wiederum als Atlantis bezeichnet werden und etwas anderes damit gemeint als die gesamte Zeitepoche. Also Namen sind einfach Namen. Die Zeitepoche hat sich geschlossen und ich glaube, dass wer auch immer das mit Untergang erzählt, meint halt, dass es nicht funktioniert hat. Atlantis hat nicht das erfüllt, für was es eigentlich gedacht war. Und wie man das dann benennt, ob man sagt... Die große Flut, ja, zum Beispiel. Ne? Das macht das Spirituelle auch so schwierig. Weil es einfach meines Wissens, und ich glaube schon ein bisschen was zu wissen, es oftmals schwierig ist mit dieser Wortwahl. Also auch für mich, was erzähle ich mit menschlichen Worten, wie erzähle ich es, wie kann man es am besten beschreiben, dass die Menschen das verstehen und wie es die geistige Welt letztendlich benennt, ist dann dasselbe, aber es ist halt anders ausgedrückt. Mhm. Super. Da sollten die Menschen auch nicht so streng sein. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ja. Immer wieder klar machen, was wir nutzen, sind Worte, die etwas versuchen zu beschreiben. Genau. Ja? Und jeder versucht es halt auf seine Art zu erklären. Ja. Okay, Biene, dann war es für diesen Podcast das für heute. Wir machen dann noch einen weiteren Fragen-Podcast, ja? Ja. Okay, danke dir, Biene. Gerne, Benni.